Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. In der heutigen Folge gibt es wieder ein Interviewformat und dieses Mal dreht sich alles rund um das Thema Dividendenwachstum. Dazu habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen, der sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, auch einen eigenen Blog, eine eigene Webseite darüber betreibt, auch einen Instagram-Channel. Also seid gespannt und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Mein heutiger Interviewgast ist Clemens und da viele Hörer dich vielleicht noch nicht kennen, kannst du dich einmal kurz vorstellen. Ja, meinen Namen hast du schon gesagt, Clemens, bald 37 Jahre, darf mich mit meinen beiden Kindern und meiner Frau glücklich schätzen. Und wie es mein Akzent wahrscheinlich vermuten lässt, komme ich genau aus diesem südlichen Teil, wo wir zwar die gemeinsame Sprache sprechen, aber die uns ja voneinander bekanntlich trennt, also aus Österreich, ja. Und vielleicht, nebenher arbeite ich auch noch ein wenig und das seit mittlerweile fast 15 Jahren in der Finanzbranche. Wie ist das entstanden, dass du überhaupt an die Börse gekommen bist? Also wie war dein Weg an die Börse und vielleicht auch direkt dazu die Frage, was war denn deine erste Aktie damals? Ja, das war mittlerweile 17 Jahre her, 18 Jahre, 2005. Ich habe damit begonnen, in so, sage ich mal, mein Investieren an die Hausbank zu delegieren, im Sinne von Dachfonds und Immobilienfonds, Mischfonds zu kaufen. Das habe ich dann glücklicherweise 2011 beendet und ich kann mich noch gut erinnern, das war das damals wieder DAX, glaube ich, so 35% gen Süden korrigierte. Und ich habe mir gedacht, okay, ich weiß auch, diese Fonds waren damals noch sehr stark in Europa investiert und natürlich auch sehr DAX-lastig. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich mein Schicksal in die eigenen Hände und habe eben 2011 damit begonnen, was man heute so als Growth-Aktien nennt, ja. Und deswegen kann ich mich auch noch gut an mein erstes Investment erinnern, ja. Und das war Netflix. Und die halte ich noch immer und aus der Zeit halte ich auch fast noch alle Aktien, alle Unternehmen. Und für das, was ich wahrscheinlich dann eher so bekannt bin, ja, in Social Media und meinem Blog, das Dividend Growth Investing, also das Investieren in Unternehmen mit starkem Dividendenwachstum, begann so 2014, 2015 konkret. Und da als erstes Investment unser westlicher Nachbar Österreichs, es ist die Schweiz, die Firma Roche, der Pharmakonzern, ja. Ah, okay. Und das Thema Quellensteuer hat dich da nicht abgeschreckt? Das ist ja immer das erste Argument, was man bei vielen in Deutschland hört. Es hat mich bei der ersten Abrechnung ehrlicherweise abgeschreckt. Ja. Ich habe gedacht, was ist da los? Und ja, von dem her, ich wusste es mit dem Thema Quellensteuer, da gibt es Unterschiedlichkeiten, auch innerhalb der EU, ja, ist ja nicht nur mit der Schweiz, die ja bekanntlicherweise nicht in der EU ist, sondern eben auch natürlich querbeet durch den Ländern, also Deutschland, Österreich ist ja auch ein leidiges Thema, sich die Quellensteuer zurückzuholen, wird ja ab nächsten Jahr spannend, wenn es ich wieder mache, wie es seit dem Cum-Ex-Skandal dann ist, ja, also das erste Mal nach Cum-Ex, ich glaube auch alle 3 Jahre kann man sich ja die Quellensteuer zurückholen, ähnliches in der Schweiz und mittlerweile ist ein Prozess, in der Schweiz funktioniert das auch ganz hervorragend, innerhalb von 2-3 Wochen nach Antragstellung ist das Geld am Konto. Ja. Ah, okay. Sehr interessant. Das muss ich auch unbedingt mal testen. Hast du da zufällig eine Anleitung für schon geschrieben? Ich habe keine Anleitung dazu geschrieben. Ich werde sie auch eventuell schreiben, natürlich mit einem ganz dicken Disclaimer, keine Steuerberatung. Ja. Aber ich weiß, dass auf dem Blog Divantis gab es einmal eine, ich glaube aus 2016, 17 oder 18 herum. An die habe ich mich beim ersten Mal auch gehalten und es hat einwandfrei funktioniert. Von dem her hat wahrscheinlich dann mein Blogbeitrag nicht mit dem großen Innovationsgehalt. Allerdings finde ich es ganz sinnvoll, dass man das auch irgendwo anders findet. Ja, aber Divantis war hier eine sehr gute Anlaufstelle. Ja. Packe ich in die Shownotes auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal einen Link da drin. Und ja, bevor wir vielleicht dann noch tiefer in das Thema einsteigen, Dividendenwachstum. Was bedeutet Dividendenwachstum oder was ist eine Dividendenwachstumsstrategie? Kannst du das vielleicht einmal erklären? Ja, das ist eine sehr gute Frage und die wird mir tatsächlich auch öfters eben auf Instagram über Nachrichten oder im persönlichen Austausch mit Leuten, die sich eben mit mir treffen hier rund um Wien. Ja, übrigens biete ich auch immer gerne an, also an alle Österreicherinnen und Österreicher, ja, die hören, die Minorität, ja, die dann doch selbst investiert, immer gerne Austausch. Aber was ist die Dividendenwachstumsstrategie, um auf deine Frage zurückzukommen? Das ist ein guter Punkt. Ich meine, aus den S&P 500, ja, wo 500 US-amerikanische Unternehmen geführt werden, sind
250 Dividendenwachstumswerte darunter, also knapp die Hälfte. Wenn wir den Dow Jones heranziehen, sind von 30 Unternehmen 25 sogenannte Dividend Growth Investing Stocks, ja, also Unternehmen, die seit Jahren ihre Dividende anheben. Also eigentlich sehr Mainstream, ja. Nichtsdestotrotz ist das Thema Dividendenwachstum, finde ich, im Vergleich zu anderen Strategien schon eher ein Schattendasein. Also es fristet eher ein Schattendasein. Von dem her habe ich ja auch so ein Grundkonzept niedergeschrieben auf meinem Blog, das man auch gerne lesen kann und das ist auch wirklich von diesen 8 Aspekten, die ich da anführe, ein eigener Teil dazu geschrieben wird. Eigentlich ist es eine Investmentstrategie, die wahrscheinlich mit vielen anderen Strategien eine hohe Schnittmenge hat. Ja, was meine ich? Weiß Bescheid über deine eigenen Ziele, weiß Bescheid über deinen persönlichen Kontext, habe ein Risikomanagement, Diversifikation ist ein Stichwort, ja, Positionsgröße. Aber natürlich beim Thema Dividendenwachstum gibt es, sage ich, wo das Thema Dividendenwachstum an 2 Punkten eine, ja, mit ausschlaggebenden Grund geben kann, warum ich investiere. Ja. Das eine ist am Anfang, ich möchte Unternehmen, die mal per se eine Dividende ausschütten, also mich am unternehmerischen Erfolg partizipieren lassen, ja, diese Unternehmen. Und auf einer anderen Stelle im Rahmen des Investmentprozesses, wo ich mir die Unternehmensqualität anschaue, spielt auch die Dividendenqualität eine Rolle. Und hier sage ich immer so 7, also hängt natürlich von der Branche ab, ja, wo man investiert, aber so im Durchschnitt 7% Dividendenwachstum wäre so ein Kriterium für mich. Ist jetzt kein Knockout-Kriterium, ist allerdings ein Punkt, auf den ich natürlich mit dem Fokus auf Dividendenwachstum genauer hinsehe. Okay. Und vielleicht nochmal so zur Strategie an sich. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Oder kannst du grob sagen, wie lange hat das gedauert, bis du dich dafür entschieden hast, dass du eben genau diese Strategie verfolgen willst? Das würde mich auch interessieren. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe ja 2011 mit dem Investieren in Einzelwerte begonnen. Vielleicht auch ganz wichtig hier zu erwähnen, wenn ich von Dividendenwachstumsstrategie spreche, meine ich damit auch immer den Anwendungsfall auf Einzelunternehmen. Ja? Und deswegen auch der Punkt unternehmerische Investieren, also eine Leidenschaft für das Investieren zu haben, sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, sich auch ab einem gewissen Zeitpunkt damit zu identifizieren. Vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber man muss ja nicht verlieben in Aktien, das sollte man auch nicht, ja, aber mit den Unternehmern, sage ich mal, schon auch so seinen Seelenfrieden zu finden, ja, ist hoffentlich nicht nur beim Exit wichtig, ja, sondern eben davor auch schon, ja, dass man sich wohlfühlt damit, ja. Von dem her, ich weiß ja gar nicht, ob ich diese Strategie gefunden oder aktiv gesucht habe, ja. Irgendwo ist es wahrscheinlich ein Ergebnis aus meinen persönlichen Interessen, die ich habe, vielleicht auch den Kompetenzen, die mir über die Jahre durch Weiterentwicklung angeeignet habe, aber natürlich auch, dass ich mich damit wohlfühle. Und das ist so ein ausschlaggebender Punkt generell für alle Strategien, wenn sie mal definiert sind und sie zu einem selbst passen, sich damit wohlzufühlen. Und das ist für mich auf diesem Weg, wie ich diese Strategie gefunden habe, ein wichtiger Punkt. Und das war eben vor jetzt mittlerweile 7, 8 Jahren der Fall. Und würdest du sagen, dass so das passive Einkommen oder das regelmäßige Erhalten von Dividenden so der Hauptantrieb dafür ist, oder ist es was anderes? Ja, ich würde es so sehen. Es sind der Punkt des Zinseszinseffekts schlägt ja doppelt nieder, ja. Einerseits im Unternehmen an sich, ja, also die Kapitalisierung der Erträge, ja, im Unternehmen eben durch Kursgewinn. Das wird ja in den jetzigen Phasen ist natürlich schwierig davon zu sprechen, aber wir sind ja langfristig orientiert. Das spielt eine Rolle, aber andererseits eben auch die Erträge, die an mich ausgeschüttet werden in Form von Dividenden, dass die sich ja auch quasi als Zinseszinseffekt einsetzt, ja, mit dem Dividendenwachstum. Ein anderer Punkt ist, der mich persönlich motiviert, sind weniger dieses Thema passives Einkommen. Ich bin sowieso vorsichtig bei dem Begriff passiv. Ja, was ist schon passiv? Wenn ich mir so einen Investmentprozess auf ein Unternehmen heruntermünze, dann sprechen wir schon von 15 bis 20, 25 Stunden wenn man so will, Aufwand oder Energie, die man reinsteckt, ja, Zeit, die man reinsteckt. Was mich halt fasziniert, ist das Thema, ich nenne das so Familiendeckungsstock. Was meine ich damit? Ja? Ein Deckungsstock hat man ja, aus dem man Erträge zehren kann, ja, der mich jetzt in meiner jetzigen Lebensphase schon mehr oder minder oder hängt von dem Unternehmen natürlich ab, ja, üppig daran beteiligen lässt, aber mir auch vor allem Entscheidungsautonomie geben kann. Vor allem bei Entscheidungen, die ich in meinem Leben zu treffen haben werde, ja, schon getroffen habe, wo ich möglichst frei von irgendwelchen Abhängigkeitsverhältnissen
mich entscheiden kann. Und da spielt das Thema Dividend Growth Investing eine Rolle, aber das spielt natürlich auch, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, um überhaupt investieren zu können, das Thema Humankapital eine Rolle. Ja. Also was hat man sich an Erfahrungen, Kompetenzen über die Jahre angesammelt, auch an Wissen, ja, was halt zwischen den beiden Ohrwaschel, ja, wie man in Österreich sagt, ja, so, was sich da über die Jahre an Wissen eben angesammelt hat, ja. Kannst du vielleicht formulieren, was ist so aus deiner Perspektive der größte Unterschied von einer Dividendenwachstumsstrategie zu vielleicht der in Anführungszeichen klassischen Dividendenstrategie oder auch zu einer Value-Strategie? Ja, guter Punkt. Und hier müsste ich ja eigentlich gleich die Frage stellen, was ist denn eine klassische Dividendenstrategie? Also die Definitionshoheit maße ich mir jetzt nicht an, aber jetzt gehen wir mal davon aus, Dividendenstrategie wird ja oft mit den fetten Dividendenprozenten assoziiert. Genau. Das heißt, da muss relativ hohe Dividendenrendite draufstehen und damit ist es auch, und gleich das nächste Passwort, eine Dividendenaktie. Ich halte relativ wenig von diesen dogmatischen Diskussionen, was ist Dividend Growth Investing, was ist High Income Investing, was ist Growth oder Value Strategie. Ja, natürlich ist es ein Vorteil, wenn man so gewisse Kategorien bildet, und im Wesentlichen gibt es auch in Dividendenwachstumsstrategien ja eigene Kategorien, die sich halt gebildet haben. Du kennst das ja, Dividendenaristokraten, Dividenden-Champions, Dividendenkönige, ja. Das ist halt alles Kategorisierung. Im Prinzip ist es für mich eher ein hybrides Thema, ja. Eine Überlappung mit vielen Strategien. Das Thema Value Investing spielt sicher eine Rolle in Form der Bewertung, ja. Was ist der Fair Value? Schlussendlich möchte man auch nicht einen allzu hohen Preis zahlen zum aktuellen Zeitpunkt, wo man sein Unternehmen erwirbt, eben über die Aktie. Aber im Prinzip ist es für mich ein Kompromiss aus Wachstum und Dividende. Vielleicht auch ein besseres Wort für Kompromiss wäre Synthese, ja, aus diesen Ansätzen. Wiewohl natürlich, ja, Dividend Growth, also das Dividendenwachstum, oft gemessen eben per Anno pro Jahr, am Ende eine Rolle spielt im Kriterienkatalog. Ja. Okay. Was sind für dich denn die wichtigsten Kennzahlen, wenn du jetzt ja eine Aktie für deine Strategie analysierst? Ja, bevor wir das Pferd vielleicht von hinten aufzäumen, ja, und mit den Kennzahlen beginnen, stellen wir uns vielleicht am Anfang die Frage, und zumindest ist es mein Investmentprozess, der sich eben über die Jahre so weit entwickelt hat, dass ich mir frage, die qualitative Unternehmensanalyse, ja, was macht das Unternehmen, in welcher Branche ist es tätig, welche Wachstumstreiber gibt es in dieser Branche, speziell bei diesen Unternehmen, Produkte, Kundengruppen, Management etc. pp. Ja, das ist mal der qualitative Teil. Der quantitative oder auch Fundamentalanalyse-Teil, ja, Profitabilität, da sind wir eben bei diesen Kennzahlen, ja, Profitabilität gemessen an der operativen Marge beziehungsweise auch Nettomarge, dann Verschuldung, Nettoschulden ins Verhältnis gesetzt zu der Ertragskraft gemessen am EBITDA, das ist ein Thema. Generell Wachstum, ja, im Umsatz, Topline, als auch in der Bottomline, also beim Gewinn. Wie entwickelt sich der Free Cashflow? Das sind halt Themen, ja. Wichtig ist, glaube ich, bei der Selektion der Unternehmen, dass sich Unternehmen die wachsende Dividende leisten können, auch in Zukunft gesehen. Das haben ja alle keine Glaskugel, und ich arbeite auch gern ohne Prognosen, ja, das ist auch ganz wichtig. Allerdings, die Unternehmensanalyse spielt halt im Bereich Dividendenwachstum natürlich mit empirischen Daten, vollkommen richtig. Allerdings nochmal, sich darauf zu verlassen, dass ein Unternehmen wie die eben jetzt zweistellige Dividendenwachstumsraten haben, ja, das fortsetzen, das spielt sich dann irgendwann nicht mehr ab, weil der Markt das auch nicht hergibt. Ja. Allerdings ist es ja schön zu sehen, dass diese Unternehmen sukzessive nach wie vor ihre Dividende steigern, im besten Fall auch real steigern, das heißt nach Abzug der Inflation, und jetzt nehmen wir bitte nicht das Jahr 2022 als Gradmesser, ja, sondern eben so die 2-3%, ja, wo wir uns dann hoffentlich auch wieder hinentwickeln werden in einer gesunden makroökonomischen Lage. Und ja, das spielt eine Rolle. Und vielleicht auch noch ganz kurz bei Kennzahlen, was auch natürlich wichtig ist, ich habe das Thema Diversifikation davor schon genannt, sich persönlich so eine Zielallokation festzulegen pro Sektor, pro Land, pro Währung, ja, das spielt natürlich auch eine Rolle. Auf deiner Webseite hast du ja einen eigenen Screener sogar entwickelt, also speziell für Dividendenwachstumstitel, welchen du auch sicher nutzt für deine Recherche. Aber gibt es neben deinem eigenen Screener auch noch andere Tools oder ja, Anwendungen, die du für deine Analyse am Ende nutzt?
Ja, genau. Auf Dividend Post habe ich diesen Screener entwickelt, der für mich eher verlässliche Daten, qualitätsgesicherte Daten zum Thema Dividendenwachstum ausdrückt. Und das war's dann auch schon. Ja. Es ist jetzt kein Screener, der sagt, was ist jetzt die günstigst bewerteste Aktie, ja, Unternehmen, was ist die beste Aktie, ja. Auch wenn das manche immer sehr gerne in ihren Aktienbriefen oder Instagram-Accounts so hervorstreichen, das ist definitiv nicht. Deswegen auch wichtig, ja, welche anderen Quellen nutze ich im Zuge meiner Analyse oder auch generell, so wo ich, wenn ich Zeit habe, ja, so viel Zeit habe ich ja auch nicht, mich damit beschäftige. Erste Anlaufstelle ist für mich die Investor Relations Seite des Unternehmens, ja. Hier der Jahresbericht, Quartalsberichte, generell, wie präsentiert sich das Management, ja, auf diesen Berichten, auf dieser Website. Dann, was ich sehr gerne nutze, ist Seeking Alpha. Ja. Seeking Alpha, einerseits natürlich die Analysen, die geschrieben werden, aber eben auch die Kommentierung der Analysen. Natürlich sehr US- und Kanada-lastig. Zacks ist auch so vielleicht ein Geheimtipp, ja, für US-Unternehmen. Ansonsten von Toolseitig Aktienfinder und Aktienguide. Ja, beides, weil ich sie als komplementäre Tools sehe. Und ansonsten, ja, was ich noch gern lese, ist so macrotrends.com oder Noble Investor ist auch ein sehr interessanter Blog, ja. Die lese ich beide auch sehr gerne. Also die sind aber eher so, wenn ich mal andere Aspekte anschaue, nicht so auf Einzelunternehmensbasis. Ja. Okay. Vielleicht noch eine Frage, wie ist das mit dem Thema Hauptversammlungen bei dir? Also besuchst du auch mal Hauptversammlungen von Unternehmen, die du potenziell interessant findest oder die du vielleicht schon im Depot hast, um dich da zu informieren? Oder ist das zeitlich ein zu großer Aufwand? Da gibt es zwei Themen. Vielleicht kurz eine Erfahrung, die ich teilen darf. Ja, klar. Ich habe früher ja im Zuge meiner Berufsrolle ja im Corporate Finance, also in der Unternehmensfinanzierung im Rahmen der Bank, ja, wie ich im Kunden gearbeitet habe, war ich bei Hauptversammlungen aus beruflicher Notwendigkeit und habe das eigentlich schon sehr genossen damals. Ja. Aber es war ja quasi unser Kunde, den ich mal ansehe. Ja. Und hier jetzt ich bin ja Österreicher, habe ich ja schon erwähnt. Ich habe ja nur 2 Unternehmen aus Österreich in meinem Portfolio, habe es aber bei beiden jetzt noch nicht geschafft, zur Hauptversammlung zu gehen. Ich würde es ganz ehrlich gerne machen, aber ich muss jetzt auch eingestehen, für uns alle natürlich, ja, der größte limitierende Faktor ist die Zeit. Aber mit 2 Kindern, mit Dividend Post, mit den ein oder anderen auch noch Hobby, was ich leider sportlicherseits vernachlässige, wird's dann eng, ganz ehrlich, ja. Und ich genieße auch die Zeit mit meiner Frau dann gemeinsam am Abend oder eben mit dir auch einen Podcast aufzunehmen. Dann ja, irgendwo muss man sich auch dann dementsprechend den gegebenen Umständen anpassen und Hauptversammlung ist da eher auf der Streichliste. Ja. Okay. Würde ich aber jedem empfehlen, also die Erfahrungen waren toll, ja, und ich würde es auch gerne wieder machen, wenn mehr Zeit bleibt. Hast du da vielleicht ein Unternehmen, wo du das ganz besonders positiv in Erinnerung hast oder so? Also irgendwie eine Veranstaltung, wo du ganz begeistert warst, aus welchem Grund auch immer? Ja, das war ein Immobilienunternehmen, ja, ich sage es jetzt bewusst auch nicht, okay. Ja, hier in Österreich, die mittlerweile aber auch in Fusionierung sind. Es gibt 3 große im österreichischen Leitindex, den ATX, 3 große Immobilienunternehmen, die sind alle irgendwo verschachtelt miteinander in den Eigentumsverhältnissen und 2 gehen jetzt auch tatsächlich zusammen. Dieses Unternehmen hat mir aus zweierlei Gründen auch sehr imponiert, nämlich den beiden sehr charismatischen Führungskräften, also den CEO und den CFO, ja, also Chief Executive Officer und Chief Finance ja. Officer. Ja. Warum? Weil die beiden ganz klar ihre Kompetenzen sehr gut nach außen hin präsentiert haben. Der CEO, der das Businessmodell in- und auswendig kennt, ja, in der Immobilienbranche seit 30 Jahren wirklich einen tollen Namen hat, ja, und der CFO, der einfach bei den Zahlen überzeugt hat, jede Frage en Detail, ohne groß zu recherchieren oder sich irgendwo die Informationen geben zu lassen, beantworten konnte, die eben von den Aktionären gestellt wurden, und das hat wirklich einen tollen Eindruck hinterlassen. Ein toll geführtes Unternehmen, die aber mittlerweile beide das Unternehmen verlassen haben, ja, aufgrund dieser Fusionsbestrebungen, die es da gibt. Sehr interessant. Vielleicht nochmal zurück zum Thema Dividende oder Dividendenkennzahlen an sich. Gibt es für dich ein K.O.-Kriterium, bei dem du dann sagst, eine Aktie kommt nicht in dein Depot oder wird sogar aus deinem Depot entfernt? Ja, die gibt es und die gibt es an unterschiedlichsten Stellen, diese K.O.-Kriterien. Ich habe ja ein Regelwerk für mein Echtgeldportfolio, das ich ja auf meinem Blog führe, ja, und wo monatlich in
sogenannten Dividendenwachstumswert investiert wird. Ja. Das richtet sich alles nach einem Regelwerk. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das für sich einmal verschriftlicht, ja, dieses Regelwerk. Zum Beispiel, wie ist eben die Diversifikation im Portfolio? In welche Märkte gehe ich nicht, in welche Länder? Ja, China ist also gerade so ein großes Thema. Russland ist jetzt kein Thema mehr, ja, war davor ein Thema, ob man dieses politische Risiko einging. Das sind so Themen, K.O.-Kriterien, die schlagen auf unterschiedlichen Sphären ein oder Dimensionen, wenn man möchte. Wenn wir jetzt auf das Thema Dividende gehen, ja, um einen Aspekt jetzt ganz klar hervorzustreichen, ist natürlich das Streichen, das Einfrieren oder die Reduktion der Dividende jetzt, sage ich mal, nicht die angenehmsten Events, ja, die man als auf Dividendenwachstum fokussierter oder generell auf Dividenden fokussierter Investor hat. Da gibt es für mich die Regel, wenn ein Unternehmen die Dividende kürzt, kommt es auf die Beobachtungsliste für ein Jahr. Das geschah bis dato 2-mal bei mir. Da kann ich jetzt die Unternehmen auch nennen. Das eine war Shell vor 2020, was, glaube ich, sehr viele getroffen hat, ja, wo die Dividende, glaube ich, um knapp 2/3 gekürzt wurde. Die waren bei mir auf der Beobachtungsliste. Aber da hat es auch Sinn gemacht, ja, dass sie diese hohe Dividende gekürzt haben. Und wenn man jetzt sieht, wo Shell heute steht, dann war es eine gute Entscheidung, wiewohl der damalige Vorstand, der jetzt abgelöst wird in Zukunft, dann, glaube ich, ein Jahr später schon wieder die Dividende um 40% damals einmalig erhöht hat, ja, wo er eigentlich gesagt hat davor, er möchte den Cashflow in den Ausbau Richtung Erneuerbare mehr investieren. Ja, das war dann ein wenig, widersprechend, ja, was er geäußert hat, war eben Shell. Und das andere ist ein britischer Versicherer, ja, Admiral Group. Die haben den Unternehmen, sage ich mal, sie haben es gekürzt, rein nominell, aber in Wirklichkeit war es eine Adjustierung, weil sie einen Teil abgespalten haben und den bestehenden Aktionären durch Sonderdividenden auch von dieser Verkaufserlös profitieren haben lassen. Ja, das war, also von dem her ist es jetzt gar nicht einmal auf die Beobachtungsliste. Und vielleicht auch so eine Frage, die jetzt bei Dividendenwachstum sich aufdrängt, ist es ein Kriterium, wenn ein Unternehmen jetzt für längere Zeit nicht die Dividende anhebt, ist es ein Kriterium, dass sie rausfliegt aus dem Portfolio? Nein, ich werde mich jetzt, weil es die Woche auch aktuell war, Unilever, ja, die auch, glaube ich, sehr viele investiert haben von der Hörerschaft von dir, ja, und auch von meinen Followern. Die sind jetzt nicht mehr Dividendenaristokrat, weil sie jetzt das 8. Quartal in Folge die Dividende unverändert gelassen haben. Nichtsdestotrotz ist Unilever ein gut aufgestelltes Unternehmen, bekommt jetzt auch einen neuen Vorstandsvorsitzenden, dem man doch stärkere Hoffnung legt als den jetzigen Vorstand. Und von dem her, ja, Unilever bleibt fixer Bestandteil meines Depots und bin auch, ich weiß, es ist ja auch ein Teil des Echtgeld-Portfolios Unilever, ja. Okay, ja, das waren ja schon einige interessante Ansichten und Eindrücke zum Thema Dividendenwachstum. Dann unter dem Disclaimer, dass es keine Anlageberatung ist, würde ich dich auch gerne konkret fragen, kannst du 3 Kandidaten nennen, die aktuell all deine Dividendenwachstumskriterien erfüllen? Jetzt könnte ich es mal einfach machen, ja, und ich sagen, im Prinzip alle Investments, die... Ja, genau, ja. Übrigens über Parkett, ja, eingebunden, ja, am Blog, ja. Plus auch, was ich vielleicht auch referenzieren möchte, auf die YouTube-Videos, die ich gemeinsam mit dem Daniel mache, dem Finanzrocker, ja, wo wir mittlerweile auch 12 oder 15 Unternehmen in 4 oder 5 Videos besprochen haben in unterschiedlichen Branchen. Da sind, glaube ich, auch sehr spannende Unternehmen dabei. Wenn du mich jetzt fragst nach 3, dann sage ich 3 natürlich unter der Bedingung, dass das auch 3 andere sein könnten, aber sie fallen mir jetzt gerade akut ein, weil sie auch bewertungstechnisch, zumindest vom Preis her, Bewertung nicht unbedingt, interessant wären. Das eine ist natürlich der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, ja. Sind jetzt wieder die letzten Tage in die Höhe gegangen, aber trotzdem noch immer, finde ich, auf preiswertem Niveau. Dann Home Depot im Bereich der Baumärkte, der weltgrößte Baumarkt, die Baumarktkette der Welt, Home Depot. Und dann finde ich aktuell sehr interessant im Bereich IT, weil sie einfach mehrere Burggräben haben, ist Microsoft. Sind zwar, wenn man die klassischen Bewertungskonzepte bzw. Maßstäbe heranzieht, noch nicht unter Anführungszeichen fair bewertet, aber deutlich preiswerter als noch vor einem Jahr. Und das ist mit einem Abschlag, glaube ich, von bis zu 1/3 vom All-Time-High durchaus schon. Für mich persönlich natürlich habe ich auch so umgesetzt, ja, im Sinne von Skin in the Game, habe ich dann auch investiert vor kurzem in Microsoft, ja. Okay, ja, den Link zum Echtgelddepot gibt es natürlich dann auch noch in den Shownotes, also da kann man sich das dann anschauen und du investierst da einmal monatlich ungefähr 1.000 Euro, richtig?
Ungefähr 1.000 Euro, ja. Und es wird beim Monat bleiben. Allerdings könnte es durchaus sein, dass in den nächsten beiden Monaten aufgrund 2 Sonderereignisse es jeweils 2 Investments werden. Ah, okay. Steuerrückzahlung. Nein, Nein, gar nicht. Ja. okay. Aber nein, ich habe ja erwähnt, dass ich erst in ein paar Wochen, also nicht erst, sondern schon in ein paar Wochen ja ein persönliches Jubiläum habe, ja. Und da werde ich mir vielleicht ein Geschenk selbst gönnen. Ah ja, okay, sehr schön. Okay, ja, nachdem wir dann ein bisschen über Einzelaktien gesprochen haben, würde meine Hörer sehr wahrscheinlich auch noch interessieren, wie sieht's denn aus mit ETFs? Also es gibt ja diverse ETFs mit Fokus Dividendenstrategie, Dividendenwachstum, Dividend Growth und was es alles da für Ausprägungen gibt. Wie ist denn da deine Meinung zu? Also ETFs sind klasse, ja. Die ETFs sind so eine ja, Finanzproduktinnovation in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, bei uns leider erst in den letzten Jahren ja sehr stark aufgekommen. In Amerika ja schon deutlich länger, über Vanguard, ja, John Bogle damals in den, glaube ich, 70er Jahren. Also jeder, der nicht die Zeit und Muße, und das kann ich gut verstehen und nachvollziehen, für Einzelinvestment und auch nicht diese Risiken, ja, gerade am Anfang, bis ich mir so ein Portfolio aufgebaut habe, wir sehen das ja selber im Echtgeldportfolio, ja, das dauert ja Monate, ja. Bis dahin habe ich ja sehr große Konzentrations- oder Klumpenrisiken im Depot. Sind ETFs schon mal super im Sinne von, ich kaufe mir Diversifikation, Streuung ein, ja. Streuung und Diversifikation ist das einfachste Mittel, um gewisse Risiken entsprechend zu mitigieren zu können. Ja. Zum Thema, welche ETFs es im Bereich von Dividend Growth Investing gibt, ehrlich gesagt habe ich mich gar nicht so tief damit auseinandergesetzt, aber 2 Namen, die scheinen mir immer wieder auf in YouTube-Videos oder so in der Social Media. Das eine ist, das ist vor allem in Amerika sehr beliebt, vom Vanguard, der Dividend Appreciation ETF. Ich glaube, VIG nennt man den, ja. Unter dem Kürzel VIG vom Vanguard. Und ich glaube, einen ETF, den du schon mal präsentiert hast, genau. ist der Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth. Ja. Die unterscheiden sich auch beide bei den Top 10 Positionen nicht wesentlich voneinander. Hier gilt wieder, wie stark ist gewichtet, ja, macht es Sinn, vielleicht so ein Equal-Weighted Produkt zu nehmen. Das gilt halt bei ETF immer abzumessen für die eigenen Bedürfnisse, beziehungsweise für das eigene Wohlfühlen, ja, wo man sich halt dementsprechend das ETF-Portfolio zusammenstellt. Aber das wären 2 Produkte, die mir einfallen, ohne jetzt, und ich habe beide nicht, ja, da jetzt aktiv werben zu wollen. Also da gibt es wahrscheinlich noch viele andere von anderen Fondsboutiquen, iShares, Fanac, ja, die vielleicht genauso interessante Produkte anbieten. Aber da gibt es ja die bekannten Seiten, ja, wo man sich ja einen Gesamtüberblick selbst basteln kann. Ja, genau. Okay, ja, vielen Dank. Und dann würden wir auch zu den Community-Fragen kommen. Ich hatte nämlich vor 3 oder 4 Stunden bei Instagram einen Fragesticker gepostet mit Fragen zum Thema Dividendenwachstum oder rund um das Thema Dividende. Und da kamen tatsächlich auch in der kurzen Zeit schon sehr viele Fragen und 4 Stück habe ich da mal rausgesucht. Die erste Frage wäre, welche deutsche oder europäische Aktie hat die besten Dividendenwachstumsraten? Ja, ganz leicht zu beantworten, nämlich ein Blick in den Screener. In den Screener, ja. Da sieht man wirklich auch qualitätsgesichert nach 1 Jahre, 3 Jahre, 5 und ich glaube 10 Jahre habe ich auch, ja, anzubieten, welche Aktien hier, und du kannst auch, also die Person, ja, die gefragt hat, aber natürlich gerne auch alle anderen, ja, sind dazu herzlich eingeladen, sich je nach Branche, ich habe ja unterschiedliche Filter, ja, Branche, Länder, Währung, glaube ich, habe ich auch angeboten. Ja. Also man kann da ja nachsehen, welche Werte eben dort reinpassen in das eigene Beuteschema. Und ja. Und ich weiß auch nicht auswendig, ehrlich gesagt, ja, welche jetzt die höchsten Wachstumsraten. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Dein Screener ist komplett kostenfrei, richtig? Ja, kostenfrei und auch kein Registrierungszwang. Also es werden keine Daten gesammelt, außer halt die lästigen Cookies, aber da kann man ja auch die kleinen, wenn man es möchte. Ja. Ja, aber du bietest auch noch einen Newsletter an. Ne? Kann man sich, wenn man möchte, natürlich registrieren. Genau, den Newsletter, ja, der geht ohne E-Mail-Adresse nicht. Ja. Namen kann man dann reinschreiben, wenn man möchte. Ja. Ich schaue ja selber immer sehr stark auf das Thema Datenschutz, weil es mir auch von meiner beruflichen Profession heraus sehr wichtig ist. Ja, das Thema Daten und Datensicherheit vor allem. Von dem her der Newsletter ist dazu da. Da werden erstens einmal die Leute als erstes informiert, die
welches Investment ich mache. Der kommt einmal im Monat, ja, und dann eben sehr zeitnah zu dem Investment. Das heißt, alle, die es noch anmelden möchten, es wird wahrscheinlich diese Woche, also wir haben heute den 1. November, ganz kurz, ja. Also es wird jetzt in den nächsten 5 bis 8 Tagen das Investment umgesetzt. Die werden zuerst informiert. Und ich gebe auch dort als einzigen auch exklusiv Einblicke in mein Investoren-Dasein, wie ich privat mit meinen Investments umgehe. Ja. Das führe ich eigentlich nur im Newsletter an. Außer halt eben auch so Podcasts und Livestreams halt, aber ja. Okay, die nächste Frage bezieht sich auf Literatur. Ein Abonnent fragt, welche Literatur empfiehlst du Einsteigern, die mit Dividendenwachstumsaktien starten möchten? Da gibt es ehrlich gesagt gar nicht so viel an Literatur. Von Christian Röhl, das Buch Cool bleiben, Dividende kassieren, ist sicher ein interessanter Einstiegspunkt. Zum Thema Dividend Growth Investing gibt es sehr gute Blogs, vor allem im US-amerikanischen Raum, ja, auf die ich da verweisen könnte. Also dividendgrowthinvestor.com ist einer, dann divgrow.com ist einer. Vielleicht kann man es nachher auch in die Shownotes noch geben, auf jeden Fall, ja. Die man sich durchlesen kann. Und vor allem auch eine sehr aktive Community in Amerika, in Seeking Alpha, die es dort gibt. Und ansonsten ist es in dem Bereich Dividendenwachstum gibt es schon auch, wenn man sagt von Einstiegsliteratur, durchaus die Bücher von Peter Lynch, der im Deutschen, glaube ich, der Börse einen Schritt voraus, und von Jeremy Siegel, das habe ich jetzt nur auf Englisch, Stocks for the Long Run, das deckt sich ja noch wieder mit dem Thema Dividendenwachstum, weil ich vorher erwähnt, rein nominell sind 250 Werte im S&P 500 Dividendenwachstumswerte, die eben zumindest seit 5 Jahren kontinuierlich ihre Dividende erhöhen. Also von dem her ist da eine sehr hohe Schnittmenge und vielleicht wird es ja in Zukunft mal ein explizites deutschsprachiges Buch dazu geben. Ja, okay. Schauen wir mal. Ja, dann eine Frage war mit kleinem Cashflow lieber erst in Hochdividenden und mit diesem Cashflow dann in Wachstumstitel investieren. Also wahrscheinlich Dividendenwachstumstitel gemeint. Ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt durchaus Unternehmen, die im Bereich Versorger, im Bereich Energie, also Energie im Sinne von, also natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob Erdöl, Erdgas für sich in Frage kommt, aber die schon jetzt eine Dividendenrendite über 5% bei teilweise auch zweistelligen Dividendenwachstum anbieten. Ja, das gibt's. Also da ist erstens mal, würde ich sagen, durchaus hybride Varianten aus beiden möglich. Die Frage ist, was ist die persönliche Vorgehensweise, der persönliche Kontext, was kann ich auch monatlich investieren? Da macht es natürlich vielleicht Sinn für die Person, in eher Unternehmen, die eine höhere Dividende ausschütten, zu investieren und dann allmählich durch diesen Cashflow in Unternehmen gehen, die halt vielleicht nur die 1, 2, 3, 3% ist schon toll, aber 1, 2% irgendwas dazwischen halt anbieten, wie eben eine Microsoft, wie eine United Health Group zum Beispiel oder auch eine Visa, das ist ja auch ein Dividendenwachstumswert, der erst übrigens vor kurzem 20% Dividende erhöht haben. Aber wie gesagt, das muss mit der persönlichen Strategie anfangen. Ich kann da schon auch mich reindenken in die Person, die diesen Weg wählen möchte und ich hätte jetzt auch keine Einwände und ich kenne aber, wie gesagt, auch nicht den persönlichen Kontext dieser Person. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig zu wissen, wie steht die eigene Lebensplanung aus, wie sind die Lebensumfeldbedingungen, Da gibt es ja unterschiedliche Fragen, die sich halt aufdrängen mit dem fortschreitenden Lebensalter, Kinder, Immobilien etc. pp. Dann haben wir noch eine Frage. Sollte man auf Aktien mit Dividenden setzen nach Quartals- oder monatlicher Ausschüttung? Spielt überhaupt keine Rolle. Also für mich spielt es keine Rolle, in welchem Intervall Dividende ausgeschüttet wird. Wir haben sowohl in Deutschland, Österreich Unternehmen, die jährlich natürlich Dividende ausschütten. Wir haben in Großbritannien Unternehmen, die in der Regel halbjährlich Dividende ausschütten. Und dann gibt es natürlich in Amerika, denn ist es Usus, im Quartal auszuschütten, aber eben auch Monatszahler. Wenn es ins Beuteschema passt, dann sollte das Unternehmen gekauft werden aufgrund der unternehmerischen Qualität und der Qualität, sich in Zukunft auch steigende Dividenden leisten zu können und nicht, welchen Intervall die Dividende ausgeschüttet wird.
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die auch häufiger mal gestellt wird. Also welche Aktie soll ich kaufen, um im nächsten Monat noch Dividenden zu erhalten und alles darum. Aber das ist natürlich nicht der ausschlaggebende Faktor, auf den man schauen sollte. Das stimmt. Dann, bevor wir gleich zum Ende des Podcasts schon kommen, möchte ich noch einmal auf die aktuelle Situation an der Börse zu sprechen kommen. Also wir haben ja aktuell nicht so schöne Zeiten und der Blick ins Depot ist auch eher negativ. Weiterhin Probleme mit Thema Energieversorgung, aber auch Lieferkettenprobleme und ja auch das Thema China und die Situation dort ist schwer einzuordnen. Wie gehst du aktuell mit der Lage um und vielleicht auch, wie schlägt sich deine Strategie in einem Umfeld wie dem aktuellen, die sich bestimmt auch auf dein Depot auswirkt? Ja, da gibt es das schöne Bonmot, dass die Börse ja der einzige Ort ist, wo die Leute davonlaufen, also das heißt ihre Aktien verkaufen oder eben nicht investieren, wenn es Rabatte oder Discounts gibt, ja. Vielleicht ist es, wir wissen es nicht, ja, Glaskugel, retrospektiv der Moment, wo wir darüber sprechen, also diese Phase, die wir gerade durchleben, ja, oder erleben dürfen, ja, wo der Grundstein für ein zukünftiges Vermögen gelegt wird. Das wissen wir nicht, ja. Aber es könnte durchaus sein, so wie eben Menschen, die sich 2007, 2008 für das Thema Investieren, Dividend Growth Investing interessiert haben, jetzt natürlich mit diesen, die teilweise zweistellige persönliche Dividendenrenditen im Depot haben. Ja, das kommt aus dieser Zeit. Wer jetzt nicht dabei ist, wird auch in Zukunft nicht dabei sein, wenn die Aktien wieder steigen, weil Market Timing, ja, ist, finde ich, eine schwierige Sache. Also ich habe es noch nicht entdeckt. Vielleicht du, Lisa. Leider hast auch du nicht. Geheimtipps? Okay. So, wie gehe ich persönlich damit um? Ja, also im Punkto, wie schlägt sich meine Strategie? Naja, die Kontostände sind höher auf den Verrechnungskonten als letztes Jahr, also in dem Fall passt das schon mal. Ja, das ist ja auch Sinn der Strategie, dass dass die Erträge, die Dividenden, die ich erhalte, eben kontinuierlich wachsen und zwar nicht aufgrund von höheren Investments, ja, das auch, also ich investiere heute wirklich sehr viel Geld, aber auch, weil diese Unternehmen höhere Dividenden ausschütten können. Von dem her hier auch wieder wichtig, für persönlich, was sind meine Ziele an der Börse? Ich habe vorher den Begriff des Familiendeckungsstocks in den Ring geworfen. Das ist für mich wichtig. Es fokussiert mich auch stark auf langfristigen Vermögensaufbau und da eben auch das Thema Zeit, ja, Zeithorizont. Vielleicht ist es auch ganz wichtig, wenn wir hier jetzt gerade im Auge des Orkans sind, ja, wo Bärenmarkt und der Bärenmarkt er zieht sich schon dahin, ja, obwohl wir ja durchschnittlich jetzt noch immer nicht jetzt extra langen Phase sind, ja, aber trotzdem, ich weiß, es kann zehren, ja, ist es hier wichtig, sich vielleicht auch wieder auf das Gesamtbild zurück zu besinnen, ja, zu sagen, ich habe ja noch Zeit, ja, ich habe noch vielleicht 20, 30, 40 Jahre Zeit oder, so wie es ich auch vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ja, beim Thema Familiendeckungsstock, wie es ich auch an den Tag lege, ist ja, ich baue ja ein generationsübergreifendes Depot auf, also wir bauen das auf, ja, für unsere Kinder und für danach. Natürlich wird sich dann die Frage stellen, ob sie ich habe ja über 100 Werte im Depot, ja, ob sie mit dem so umgehen wollen, oder das ist auch Teil meiner Verantwortung, ja, meiner, sag ich mal, Erziehungsverantwortung, wenn man so möchte. Und wenn nicht, verkaufen sie es halt, ja. Ich werde es ja nicht mehr erleben. Und in dem Sinne ist halt auch wichtig, den Kurs halten, ja. Haltet den Kurs, richtet euch den Kompass her und wirklich um diese Richtung auch zu halten. Vielleicht auch was zum Thema, weil du auch gesagt hast, negativ. Was mir eher negativ und ein bisschen auch sauer aufstößt, ist ja dieses jetzt das Gegeneinander ausspielen. Ja, es wird über Leute, die werden lächerlich gemacht, die beide Dip schreien oder die halt vorher sehr stark in Growth investiert waren. Ja, das finde ich ja, also es ist teilweise beschämend, da muss ich ganz ehrlich sagen, auch für unseren Kulturraum. Ja, das sehe ich sehr stark, ja, dieses Negative, und das bringt nichts. Das bringt niemandem was, ja, schadet eigentlich, wenn man so möchte, der ganzen Investmentkultur, vor allem die sich hier in den letzten Jahren etabliert hat. Und in dem Sinne, ja, was vielleicht psychologisch noch eine Rolle spielt von Dividenden in Bärenmärkten. Wir haben in den Nullerjahren erlebt, ja, dass Dividenden die einzige Performance-Komponente in den Nullerjahren waren, ja, also von 2000 bis 2009, also Dotcom-Blase, damit leichten Aufschwung, ja, aber dann eben 2007, 8, 9, Finanzkrise, ja, Lehman Brothers, da waren die Dividenden der einzige Performance tragende Charakter beziehungsweise die Komponente im Depot. Von dem her fühle ich mich sehr wohl in meiner Strategie.
das ist, wie gesagt, Wohlfühlen ist einer der wichtigsten Themen bei der Strategie und beim Investieren. Ja, absolut. Kann ich auch komplett so nachvollziehen. Also auch aus meinem Depot oder mit Blick in mein Depot, also dass ich da wirklich das auch so sehe. Jetzt sind die Kurse günstig, monatliche Sparpläne und günstiger nachkaufen und sich dann in 3 Jahren, vielleicht in 5 Jahren auf jeden Fall langfristig darüber freuen können. Ja. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Also ich konnte einiges mitnehmen für mich heute. Und wie üblich gehören die letzten Worte meinem Podcast-Gast. Hast du noch etwas, das du noch loswerden möchtest? Oder kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wo können wir dich finden oder auch kontaktieren? Ja, das Wichtigste ist, ich halte es in 3 Worten kurz, den Kurs halten. Ja. Sich wirklich nochmal rückbesinnen auf die eigene Strategie, in Erinnerung rufen, warum möchte ich investieren, ja, das Warum ist ganz wichtig, ja, und auf das zu fokussieren und weniger auf die Preise zu schauen, ja. Unternehmen und Preise beziehungsweise Bewertung, ja, auf Hand von Aktienpreisen haben oft, heißt schon oft, ja, können in gewissen Phasen nichts miteinander zu tun haben, ja. Ja, ich weiß, es korreliert dann über die Zeit, aber in diesen Phasen, wo es massive Preisausschläge gibt, geht es einfach auch sehr irrational an den Börsen zu und rufen mir unsere Erinnerung, warum wir investieren an der Börse. Wo kann man mich finden oder mehr von mir finden? Ja, prinzipiell ist alles zentral über dividendpost.net, ja, ansteuerbar, also Newsletter, Echtgeld-Depot und auch, vielleicht auch interessant, ja, die Investment Cases. Ich schreibe ja zu jedem Investment auch einen mehr oder minder ausführlichen Investment Case. Ihr findet auch dort den Screener für Dividendenwachstumswerte, über 600 Werte da drinnen aufgelistet. Und wer mir natürlich auch gerne auf Instagram unter der Dividend Post folgen möchte, so quasi als Informationsdienst, ja, wann es neue Dividendenerhöhungen gibt von Unternehmen, da bin ich eigentlich sehr nahe am Markt, ja, und das sehe ich halt eher als Infodienst und beziehungsweise auch als Möglichkeit, persönlich in Kontakt zu treten über Nachrichten. Ich freue mich über Nachrichten und habe auch in der Regel bis jetzt alle beantwortet. Und es gibt auch die ein oder andere schöne Geschichte schon, wo sich ein persönlicher Kontakt hier rund um Wien beziehungsweise in Wien ergeben hat, wo man auch jetzt schon über einige Zeit in Kontakt ist. Ja. Mit einem gehe ich sogar laufen oder spazieren halt. Ja, sehr schön. Ja, dann nochmal vielen Dank dir für deine Zeit. Ich sage danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche uns alle einen schönen Herbst und vergesst mir nicht, bald ist ja Weihnachten. Und Weihnachten ist ja nicht nur eine schöne Zeit, sondern wir finden das auch in Wien ganz treffend mit einem Wort. Lisa, wie würden wir hier in Wien oder rund um Wien sagen? Urleiwand. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Baba. Und damit endet auch die heutige Folge. Ich bin gerade noch ein bisschen am Lachen, weil ich den Podcast jetzt gerade geschnitten habe und die Abschlussworte waren sehr lustig. Und noch im Nachgang ist uns eingefallen, wir haben eine Sache vergessen zu erwähnen. Clemens gibt ein Webinar zum Thema Dividendenwachstum in der nächsten Woche. Das Ganze ist kostenfrei und wird in Zusammenarbeit mit CapTrader durchgeführt. Der Termin ist am Mittwoch, den 9. November ab 18 Uhr. Dazu findet ihr den Link auch noch in den Shownotes. Und natürlich ganz zum Abschluss auch noch der Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche. Das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Und damit bis zum nächsten Mal.